Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute zeige ich dir, wie man Bauteile richtig aus dem Guss austrennt und anschließend versäubert. Also, bis gleich! Die Bauteile eines Plastikmodellbausatzes sind ja in der Regel an einem Gussast befestigt. Ja, und um jetzt damit arbeiten zu können, müssen wir sie natürlich davon trennen. Ja, und viele knipsen da einfach drauf los, ohne viel zu überlegen. Aber das ist nicht so ideal, es gibt nämlich doch ein paar Dinge, die man da beachten sollte. Legen wir doch da mal mit den Werkzeugen los. Gerade Anfänger benutzen da gern einen Nagelknipser, das ist aber absolutes No-Go. Erstens mal der geschwungene Klinge, die kann die Teile in Mitleidenschaft ziehen und das braucht echt niemand, also weg damit. Und zweitens ja, ist der für Fingernägel, für menschliche Fingernägel gemacht, nicht für den Modellbau. Am besten du arbeitest mit folgenden Werkzeugen. Ein Seitenschneider, vorzugsweise natürlich einen für den Modellbau, weil der eine sehr feine Spitze aufweist, eine feine Feile, ein Japanmesser und Schleifpapier. Eine kleine Übersicht an wichtigen Werkzeugen findest du übrigens auch auf meiner Homepage, die verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Tja, und haben wir jetzt alles bei der Hand, dann kann es auch schon losgehen. Zuerst einmal schaut man sich das Teil am Gussast genauer an. Wo sind da jetzt die Angüsse platziert? Sieht man die später noch? Und vor allem kann ich das Bauteil, ohne dass ich da einen kleinen Rest vom Gussast dran lasse, ohne Probleme lackieren. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, dann starte ich mit der Arbeit. Weil nichts ist blöder, wenn man was wegknipst, was man später noch braucht und das Bauteil natürlich so kaputt macht. In diesem Falle, also es geht jetzt da um dieses Teil da, in diesem Fall kann ich fast alle Angüsse durchtrennen. Das eine da, das lasse ich aber stehen, weil mir das später als Halterung fürs Lackieren dient. So, und beim Raustrennen, da setze ich jetzt nicht direkt beim Bauteil an, sondern lasse einen kleinen Teil stehen. So, und da noch. Dann ist der mal weg. So, möchte ich mal rein. So. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht direkt beim Bauteil angesetzt, sondern habe noch einen kleinen Teil stehen lassen. Ihr seht es da, oben und unten. Und das sowieso, wie gesagt, wegen am Lackieren. Warum mache ich das? Das hat jetzt den Grund, dass es teilweise eine Spannung gibt zwischen Teil und Gussast, beziehungsweise haben einige Hersteller einen relativ harten Kunststoff. Würde ich jetzt direkt beim Bauteil ansetzen, dann kann es passieren, dass das Teil springt bzw. reißt. Außerdem kommt dazu, wenn ich das jetzt zuerst grob heraustrenne, dass ich dann viel einfacher an gewisse Angüsse besser dazukomme, als wie wenn das jetzt noch da am ganzen Gussast sitzt. Ja, und wie du siehst, habe ich jetzt da diese zwei Angüsse noch und habe das Teil jetzt auch viel flexibler in der Hand, ja, als wie jetzt auf dem Gussast. Und dann kann ich jetzt diese zwei Dinger da viel einfacher wegzwicken, weil ich viel besser dazu komme. Tja, und jetzt kommt auch schon die Feile zum Einsatz. Weil oft ist es ja so, dass der Seitenschneider nicht alles entfernt, beziehungsweise man hat jetzt vielleicht ein bisschen einen schrägeren Schnitt, der weggeht vom Teil, und diesen Umstand kann man mit so einer Feile relativ einfach beheben.
solche auch hier muss man natürlich vorher das Teil noch ein bisschen näher anschauen, weil man darauf achten sollte, wenn es Details gibt oder hat man da gewisse so Abwinkelungen, dass man dann da natürlich darauf achtet, dass man das nicht wegfällt. So, solche Pfeilen gibt es übrigens sehr oft in einem Set mit diversen Formen. Also ich habe jetzt da eine flache Pfeile, es gibt es dann auch noch rund oder halbrund. Und die sind definitiv eine Investition wert. Also die haben mir schon sehr oft weitergeholfen, nicht nur was jetzt dieses Thema Angüsse angeht. Ja, und nach dem Feilen kontrolliere ich dann noch, habe ich da jetzt irgendwelche Gussgrate dran. Gussgrate, die entstehen ja herstellungsbedingt, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben da zwei Pressformen und die erzeugen dann dieses Teil und dann hat man da meistens einen Grat. Der lässt sich relativ einfach entfernen. Da nehme ich einfach ein Japanmesser. Hier sollte man immer darauf achten, dass die Klinge scharf ist und dann bitte Vorsicht auf die Finger. In dem Fall habe ich da jetzt praktisch nichts, aber ich kann trotzdem da mal leicht drüber fahren. Also man schabt es dann eigentlich nur so ganz leicht ab. Ja, und wenn dieser Schritt erledigt ist, dann kommt das Schleifpapier zum Einsatz. Hoppala. Ich persönlich nehme da immer folgende Körnungen. Ich habe da 400er, ein 600er, ein 1500er und ein 2000er. Je nachdem, was es noch zum Versäubern gibt, beziehungsweise was es für ein Teil ist, dann lasse ich das 400er aber weg. Weil beim Schleifen sollte man auch wieder darauf achten, dass man keine Details zerstört oder dass man nicht zu viel wegschleift. Man will ja meistens nur diese Angussstelle versäubern und nicht da jetzt das ganze Teil irgendwie umbauen. Das ist jetzt ganz einfach. Ich gehe da mit dem 600er zuerst drüber, mit dem 400er, Entschuldigung. Dann nehme ich die 600er. Ich habe da jetzt so einen Schleifschwamm, man kann aber auch, es gibt so Sticks oder auch ganz stinknormales Papier, so wie ich jetzt dann bei der 2000er Körnung habe. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen quick and dirty, aber es kommt auch immer aufs Teil drauf an, wo das nachher hinkommt, wie viel man dann vom Anguss auch noch sieht, beziehungsweise wo dann eventuell eine Klebefläche ist, da kann es dann auch ruhig einmal ein bisschen gröber bleiben. Ja, und da habe ich jetzt das 2000er und ihr seht, das ist jetzt kein Schwamm, so wie da, das ist also ein Schwamm. Das ist jetzt wirklich einfach nur Schleifpapier und da glätte ich das Ganze jetzt noch schön aus. So, wunderbar. Und ist das erledigt, dann ist das Teil fertig für die weitere Verarbeitung. So einfach ist es. Falls es jetzt Fragen gibt oder Anmerkungen zum heutigen Thema, dann schreib es einfach in die Kommentare. Und ja, bis zur nächsten Folge. Da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Tschüss!